So. Schönen guten Tag. Hallo. Ja, Hefte raus, Klassenarbeit. Aufmerksamkeit. Play it with attention ist das Thema heute. Ja, das heißt, mit voller Konzentration auf die Sache. Ja. Ja, zocken soll Spaß machen, oder? Das eine schließt das andere nicht unbedingt aus. Aber manchmal ist ein Spiel auch eine ziemlich ernste Sache und beschäftigt einen. Ne? Wenn mich mal so ein Spiel gepackt hat, ne, dann bin ich auch voll drin. So. Wenn ich dann spiele, bin ich voll dabei und voll Elan und so. Aber ist das normal? Macht das jeder so? Ich hatte das tatsächlich immer angenommen, dass das üblich ist. Und deswegen haben wir weniger als 100 Leute gefragt. Ja. Sag mal, schaust du nebenbei noch so Streams oder Co. oder bist du eher so ein konzentrierter Spieler? Das wollte ich mal wissen. Die haben Folgendes gesagt. Wenn ich streame, kann ich natürlich nicht nebenbei noch was gucken. Wenn ich selber nur zocke, das passiert selten, dann gucke ich nebenbei auch was. Aber ansonsten komme ich viel zu selten dazu, auch mal anderen zuzuschauen, wenn man selber so viel streamt. Ich höre Podcasts komischerweise dabei, super gerne. Also auch gerne öfter mal, weil ich dann schon merke, wenn es konzentrierter wird beim Spiel, dass meine Aufmerksamkeitsspanne nicht für beides reicht. Aber was ich nicht mache, ist halt wirklich, dass noch ein anderes Bild irgendwo läuft, weil das ist mir dann habe ich das Gefühl, keinem von beiden gerecht zu werden. So, ich bin eigentlich ein konzentrierter Spieler. Es kommt darauf an, was für ein Spiel ich spiele. Wenn ich ein Spiel spiele, was ich schon kenne, wo ich sage, okay, das kenne ich in- und auswendig, habe ich schon 15 Mal gespielt, die Story, dann mache ich auch ganz gerne meinen Stream nebenbei an, lasse ihn dann leise im Hintergrund laufen. Wenn es ein neues Spiel ist oder ein Spiel, wo ich mich wirklich konzentrieren muss, also Competitive Gaming zum Beispiel in Counter-Strike, da lasse ich die Streams komplett aus. Das kommt wirklich drauf an. Also wenn ich an der Konsole zocke, auf dem Sofa sitze, dann bin ich wirklich ganz tief im Spiel drin. Wenn ich am Rechner sitze und was weiß ich, sowas wie Minecraft spiele, habe ich aber immer einen Stream nebenbei laufen. Wenn, dann konzentriert. Also wenn, dann ist es wirklich genau nur das, was ich irgendwie gerade spielen möchte. Ich muss immer was nebenbei haben, also von daher, ganz egal, was ich mache, irgendwas läuft immer. Ich habe immer meine sprechende Lampe quasi an YouTube oder sonst was. Also nur das eine ist eher selten. Da ich am meisten spiele, wenn ich streame, gucke ich nur auf meinen Chat und auf das Spiel. Ja. Auch sehr durchwachsen, ne? Sehr überraschend für mich, finde ich. Ja, also da gibt es sehr viele Menschen, die ja tatsächlich auch noch irgendwie so ein Gedudel so nebenbei und so weiter, ne? Ist ja valide, weil es soll ja Spaß machen, also, ne? Völlig okay. Also ich selber, wenn ich zocke, dann zocke ich immer konzentriert eigentlich. Ne? Weil ich mich dann schon drauf einlassen will. Ich will die Dinge dann, ne? Ist auch dann die Frage, die dann immer kommt, so hast du dir mit deinem Beruf dein Hobby versaut? Ich kann sagen, nein. Nee. Ne, das ist immer noch total geil so. Ne? Den letzten Titel, den ich gespielt habe, Days Gone, da war ich drin. Jeden Tag habe ich gespielt. Ne? Mit Motorrad durch die Gegend brettern und das war super. Er hat sich sogar geweigert zu teleportieren. Der ist jede Strecke gefahren. Jede. Ja, Teleport fand ich an der Stelle jetzt Immersionskiller, ganz genau. So, und darum ist auch meine These, wenn du konzentriert so ein Computerspiel spielst, kriegst du vom Spiel auch viel mehr mit. Ja. Das heißt, ins Spiel einzutauchen und sich da reinsaugen zu lassen, ist natürlich auch sehr viel leichter, wenn du dich konzentriert und in Ruhe an das Ding dran setzt. Ja. Wenn du abgelenkt wirst von irgendwelchen anderen Dingen, weil du nebenbei noch irgendwie die Hausarbeit versuchst zu bewältigen oder irgendwie der Fernseher im Hintergrund. Das geht doch gar nicht. Das geht doch gar nicht. Ah gut, es mag Spiele geben, wo das geht, ja. Ja, aber das ist kein konzentriertes Spiel, ne? Und selbst wenn im Hintergrund der Fernseher dudelt irgendwie und du im Vordergrund am Zocken bist, ist das eine Ablenkung. Oder wenn du zockst und dich parallel mit einer Person unterhältst, ne? Oder einen Stream verfolgst oder ab und zu mal irgendwo im Chat schreibst oder so, ist das eine Ablenkung, die dazu führen kann, dass du einige Dinge in deinem Spiel halt gerade nicht mitbekommst, ne? Dann hat er dir vielleicht gerade was erklärt und du warst unaufmerksam oder deine Lernfähigkeit ist langsamer, ne? Das heißt, viele Spiele erfordern es halt einfach, dass du erstmal die Steuerung drauf hast. Und wenn das nicht richtig funktioniert, frustriert dich das Spiel einfach schneller. Und wenn du im Umkehrschluss die Steuerung erstmal lernst und du genau weißt irgendwie intuitiv, wo du hinklicken musst, damit das funktioniert, dann führt das auch dazu, dass deine Erfolgserlebnisse im Spiel besser sind. Das heißt, auch hier die These, konzentrierte Spieler
haben weniger Frustrationsmomente im Spiel als Leute, die sich schnell ablenken lassen und dann vielleicht einige Sachen nicht raffen. Wieso weißt du das nicht? Das hatte doch das Tutorial erklärt. Hast doch gerade da gestanden und so weiter. Ja, das stimmt schon, ne? Wie soll man es dann machen? Bei unserem Spiel wäre das schon nicht so förderlich, ja? Aber es gibt ja auch Spiele, wo das wunderbar funktioniert, Ja, ne? Die man klar. nebenbei spielen kann. Also fair enough. Das kommt ja auch noch immer auf das Spiel selbst an, ne? Gut, man muss dazu sagen, ne? Heißt Ruhe haben und nicht ablenken lassen. Muss man auch haben. Das ist ein Zeitfaktor. Man muss die Zeit erübrigen dafür. Manche haben die vielleicht nicht, möchten aber trotzdem zocken und quetschen das noch irgendwo rein. Deswegen, also diese Handy-Games, ja, die sind ja klassisch für so eine Art von nebenbei, beim Busfahren oder was auch immer, ja. Also das ist schon, das ist okay. Spielt man dann konzentriert? Bitte nicht beim Autofahren. Bitte nicht beim Autofahren. Oder ist man da irgendwie so abgelenkt und versucht dann irgendwie seine Zeit totzuschlagen, mit irgendwas Sinnvollem zu füllen, so wie ein Computerspiel zu spielen, so, ja? Das ist dann die interessante Frage. Ja. Wie seht ihr das denn? Wie ist das denn mit dem konzentrierten Spielen so, ja? Wie setzt ihr euch damit auseinander? Ist das irgendwie, ja, hängt ab vom Spiel? Ist das wirklich so? Oder ist das, ja, manchmal ein Spiel muss das leisten können oder so? Wie seht ihr das? Das würde uns auf jeden Fall interessieren. Ja. Eine weitere These, die ich in der Richtung hatte, ist, wenn ich konzentriert spiele und die Zeit habe, und ich habe mehr vom Spiel gesehen, erlebt und mich da besser eingefühlt, mag ich das Spiel dann automatisch lieber? Ist die Erinnerung an das Spielerlebnis dann prägnanter, als wenn ich es nebenbei gespielt habe? Das heißt, Leute, die gerne Spiele nebenbei spielen, ist deren Urteil über das Spiel dann automatisch schlechter? Und muss das Spiel das dann trotzdem leisten können? Muss dieser Memorial Moment dann tatsächlich auch greifen, wenn ich nebenbei noch was anderes mache? Klingt ein bisschen unfair, ne? Dem Spiel gegenüber so. Auf dem ersten Hinhören. Aber ich meine, wie sieht denn da euer Alltag aus? Ja? Wie ist das denn? Wie spielt ihr? Ja? Und wann spielt ihr? Ja? Wir haben ja auch noch Kinder am Start. Wenn ich jetzt irgendein Spiel spiele, während mein Sohn da rumhampelt und meine Tochter mir über meinen Kopf klettert, dann kann ich nicht konzentriert spielen. Und dann wird das dem Spiel auch nicht gerecht. Das merke ich dann auch. Dann spiele ich halt leichtere Kost, halt die nicht so storylastig ist oder wo ich halt nur rumballer oder irgendwie nur irgendwelche kurzweiligen Knobelklamotten mache. Genau, ne? also da ist auch schon wieder die Auswahl, ne? Das heißt, du musst irgendwie, wenn die Kinder dabei sind, irgendwie kannst du vielleicht Super Lego spielen oder dir in Minecraft einen Turm bauen, der dauert dann vielleicht ein bisschen länger, aber das Ergebnis ist trotzdem gleich gut. Also wenn du jetzt konzentriert spielst, irgendwie so ein storylastiges, ernsthaftes Ding, was du da durchspielst, mit vielleicht noch vielen Hürden, ne? So ein Last of Us, ich meine, das spielst du sowieso nicht, wenn die Kinder dabei sind, weil es einfach, Last of Us hat ja eine einfache Geschichte, ja? Die ist sehr, sehr bildgewaltig und die ist wirklich total toll, ja? Und man kann sich darauf einlassen, das hat eine sehr, sehr starke Immersion, eines der besten Spiele, die ich je gespielt habe. Und die Geschichte ist super. Aber sie hat nicht ständig irgendwelche Twists und Turns und wo man sagt irgendwie so, ich muss fünf Minuten war ich abgelenkt, was geht denn da jetzt, ja, also das ist jetzt nicht so, sondern man ist irgendwie, man hat immer Angst um sich, um sein Miteinander und so weiter, das ist spannend und so weiter, das zieht einen rein, aber es ist jetzt nicht so, ich habe mal 5 Minuten weggeguckt und komme wieder und ich raff nix mehr, ja. Ja, das stimmt, aber wenn du während so einem Last of Us mit deiner Mutter telefonierst, dann ist das natürlich auch schwierig, ne? Weil die Immersion dann flöten geht. Was aber daran liegt, dass ich mit meiner Mutter telefoniere, ja. Also bitte, ja. Okay, aber ja. Gibt ja auch Leute, die können das. Die kriegen das auch alles mit. Finde ich auch total spannend, ja. Amma sagt das immer. Amadeus, über seine Freundin, die kriegt immer alles mit, obwohl die ganze Zeit irgendwie am Handy und dies und das und so. Der weiß gar nicht, wie sie das macht. Ja, so, ich auch nicht. Ja, du bist ja auch nicht multitasking. Ich bin sowas von überhaupt nicht multitaskingfähig, da machst du dir kein Bild von. Also wenn ich mit ihr rede, dann muss sie mich angucken. Wenn sie nebenbei was macht, hört sie mir entweder nicht zu oder macht, während sie was macht, irgendeinen Mist. Wie zum Beispiel, ich mache einen Obstsalat, sagt sie. Ja, geht in die Küche. Ne, hab ich glaube ich auch schon mal mehrfach erzählt, die Geschichte. Ja, ist immer wieder gut. Ist aber immer wieder gut, ne? Mhm. Und ich unterhalte mich mit ihr und sie schneidet eine Banane.
scheibenweise. In den Mülleimer. kann das nicht. Merkt sie nicht, Ich ja? kann das Und einfach dann, nicht. Was machst du da? Ich muss mich auf eine Sache konzentrieren und dann mache ich die gut, ne? Wenn es 2 Sachen sind, ne? Also ich kann irgendwie sowas wie reden und Autofahren. Geht. Ja? Oder, Gott sei Dank. ja. Oh Gott. Also Sachen, wo ein Automatismus in die eine Sache übergegangen ist, da kann ich auch noch eine zweite machen. Ja. Aber wenn dieser Automatismus nicht da ist, keine Chance. Mhm. Tja. Es gibt ja Leute, die haben sowas ja drauf, ne? Streamer zum Beispiel. Ja. Die müssen irgendwie geartet multitaskingfähig sein. Mhm. Ja, das heißt also, die müssen ja 2 Dinge erfüllen. Erstens das Spiel spielen. Ja, irgendwie so, dass es jetzt nicht irgendwie total langwierig ist oder man sich total verzettelt oder ständig stirbt oder irgendwie es nicht gebacken kriegt. Und dabei auch noch in den Chat gucken, auf Leute reagieren, bespaßen und so. Das sind ja mehrere Tasks, die man da gleichzeitig macht. Stimmt. Das kann man sicherlich üben. Aber es ist nicht leicht. Und das kommt auch ganz stark auf das Spiel an, tatsächlich, ne? Also ich habe es oft zur Kenntnis genommen, dass Streamer anders spielen, also dieselbe Person, wenn sie online oder offline sind. Hm. Das äußert sich in verschiedenen Dingen. Beispiel, der Streamer spielt schneller. Weil er das Gefühl hat, er will den Zuschauer nicht langweilen. Klassisches Beispiel Da ist muss hier was passieren, ja. Days Gone irgendwie. Unser Kumpel streamt Days Gone und hat die Teleporter benutzt, obwohl er eigentlich lieber Motorrad gefahren wäre. Aber er hat es deshalb nicht gemacht, um in der ganzen Zeit, wo er irgendwie einfach durch die Gegend tuckert, seine Zuschauer nicht zu langweilen. Die Rede ist von Wolven Ja. und sein Spooky Monday, glaube ich, ne? Oder? Ich weiß gar nicht. Weil da ob das geht's ja noch- um Zombies und so, ne? Und ich glaube, da hat er einen Spooky Monday, der Wolven hat das gespielt. Ah, ich glaub, der Und er hat auch sehr viel mehr Tage auf der Uhr gehabt am Ende des Tages, weil offensichtlich das Teleportieren und nicht das selber Fahren dazu führt, dass die Tage irgendwie mehr gestellt Schneller, werden. ja. Ne? Vorbei, Weil ich habe wirklich ich habe sehr intensiv gespielt. Ne? Aber es ist halt eine andere Qualität von Spiel. Ja. Und manchmal hat André auch schon mal gesagt, irgendwie, ja, das ist, ich muss mich da ja irgendwie, bin da wie eine Sau, die da durchgetrieben wird, so, ne, und muss dann halt irgendwie, dass das funktioniert. Gerade wenn es live ist, wenn es ein Stream ist. Beim Let's Play kann man solche langweiligen Passagen rausschneiden. Das ist richtig. Ich Aber mache im auch viele. Stream geht das nicht so. Also muss man auch schon irgendwie versuchen, das ist eine andere Art des Spielens. Diese Ne? Situation verleitet dich dann auch irgendwie, kuriose Situationen eher in Kauf zu nehmen. Ja. Ne? Zum Beispiel, wenn du jetzt irgendwie, was weiß ich, du spielst jetzt Red Dead Redemption und irgendwie fliegst blöde vom Pferd, dann würdest du normalerweise sagen, was ist das für ein Kack, ich lade jetzt nochmal, aber im Stream machst du das nicht. Dann Ja. lässt du diese komische Situation wirken. Ne? Weil der Zuschauer dann was davon hat, Ja. dass es da halt jetzt irgendein Mist passiert Oder ist. lustig ist. Oder lustig ist, Ja. genau. Ne? Und die Reaktion des Spielers auf diese Situation für den Zuschauer wieder interessant ist und solche Sachen. Das heißt, du spielst anders. Weil du es alleine, in Ruhe, im dunklen Wohnzimmer tun würdest. Ja. Wie spielst du denn? Vornehmlich, weil du streamst ja auch ab und zu mal. Ja, also ich bin mutiger, wenn ich streame, weil ich spiele ja gerne Spiele, die ein bisschen gruselig sind. Und das Streamen verleitet mich dazu, mich nicht alleine zu fühlen beim Spielen. Und deswegen bin ich ein bisschen mutiger. Und ich komme aber an bestimmte Situationen auch ganz stark an meine Grenzen und fange dann an zu schwitzen und kriege Angst. Ja, ich bin so ein Spieler, der kriegt einfach Angst bei sowas. Ne, obwohl ich genau weiß, wie es funktioniert und dass da jemand nur irgendwie so ein Last of Us und Days Gone musste ich spielen vornehmlich. Das ist so schlimm. Und Zombies, oh. ja, also ich werde so noch auch nicht rein. Nee, komm. Oh, die Horde. Furchtbar. Die Jenny rennt. Es gibt Leute, die juckt das überhaupt nicht. Ja, wieso? Sind dann so ein paar Figuren irgendwie, die machen. Das ist, mich packt sowas. Ja, Ich mich krieg aber da auch. Also da krieg ich Muffensausen. Schweißausbrüche, Ja. gerade bei Days Gone. Da kommt die Musik und dann, Alter, Das da ist krieg ich echt Herzrasen. schlimm. Aber Ja. wenn mir das passiert, ich bin so ein Erstarrer. Ich traue mich dann nicht weiter. Ja. Es gibt Spiele, bei denen traue ich mich nicht. Hier Serlei haben wir auf der VR gespielt. Ich traue mich da nicht weiter. Ich stehe am Bahnhof und muss weitergehen und da hinten ist eine dunkle Ecke. Ich muss da durch. Ich gehe da nicht hin. Dann stehe ich da halt. Dann stehe ich 10 Minuten mit meiner VR-Brille auf dem Kopf und gucke in die dunkle Ecke und traue mich nicht weiterzugehen. Dann gebe ich auf. Ja gut, aber so ein Spiel wie Days Gone ist halt schon so ein Ding, das möchte ich auch konzentriert spielen.
Ja. Aber es bietet auch genug Platz, dass man es einfach so nebenbei spielt, indem man mal Ressourcen sammelt oder hast du nicht gesehen. Das ist dann passagenweise. Ne? So ein Spiel würde ich zum Beispiel dann, wenn es mir das erlaubt, fast ausschließlich am Tag spielen. Ja. Und damit meine ich nicht in dieser Realität am Tag, ich meine im Spiel am Tag. Ja, Das okay, heißt, nachts kommen die Geister und nachts kommen die Geister und die und dann Freaks, wäre ich ne? aber sowas von in meinem Bett. Ja, das ist interessant, ja. Aber ich glaube, es gibt Spiele, bei denen funktioniert das und es gibt Spiele, bei denen funktioniert das nicht. Ja. Ne? Da muss man aufmerksam, sonst raffst du nichts mehr. Dann hör auf zu spielen, ne, in dem Moment. Aber es gibt auch offensichtlich Menschen, denen macht das nichts aus. Ne? Die finden das dann auch trotzdem gut. Das gibt kein richtig und kein falsch, glaube ich. Ne? Es gibt halt Menschen, die tatsächlich so nebenbei auch wirklich alles mitkriegen. Das finde ich sehr beachtlich. So, Kann ich ne? nicht. Ja. Tja. Na gut, okay. Spannendes Thema. So. Wir haben eine Trophy-Box. Oh ja. Ne? Tada! Das ist immer so, wenn wir auf eine Gamescom gehen, dann hagelt's hier Trophys, ne? Oder? Ja, irgendwie, dann Ja. hat man halt wieder irgendwelche Goodies am Start. Ne? Von THQ haben wir auch ein weiteres Goodie bekommen, und zwar das Ding hier. Ja. Auch schön, ja. Das hatten wir noch für uns. Kannst du das mal auspacken? Sehr gerne. Eine Figur. Unboxing. Antüting eigentlich. Ne? Antüting. Antüting. Also so für so Special Edition oder Collectors Editions oder so sind Figuren immer total geil. Ja. Ja, und Wir hatten ja auch so eine. wir haben ja auch eine, ne? Unseren Alexiter hier. Mhm. Und diese Figur hier ist von, kann man hier gucken, Spellforce 3. Ne? Genau. Guck mal, der hat hier auch so ein Schwert. Ich habe gelernt, also, liebe Leute, wenn ihr euch diese Figur hier irgendwie gekauft habt, man kann bei unserer Figur den Griff abmachen. Und dann kriegt man das leichter in die Hand. Bitte nicht abbrechen. Den Griff vom Schwert. Den meinst Griff du? vom Schwert, hier, das Ja. kann man rausziehen. Bei dieser Figur kann man das offensichtlich nicht. Deswegen Offensichtlich braucht man es auch nicht. braucht man nicht, weil das nämlich völlig anders funktioniert. Da kann ich den nämlich einfach unten reinstecken. Hm. Und dann kann der hier einfach drauf. Warte mal. Ja. Der hat hier jetzt nämlich 2 Löcher in den Sohlen. In der Hacken. In der Hacken. Hat nix an der Hacken hier. Er hat nix an der Hacken. Ja. So, ist er? Nimm mal ein bisschen vorsichtig mit diesen Dingern. Damit er mir nicht... Ich habe aber auch keine Kraft in den Fingern, ne? Kann man nämlich dann da reinstecken. Und dann, wenn er da drauf steht, dann kann man dem einfach das Schwert da unten rein in die Hand, glaube ich, reinstecken. Ist da auch ein Loch drin? Warte, ich guck mal eben. Was ist los? Ja, da ist tatsächlich auch ein Loch drin. Guck mal, da kann ich das sogar in das Loch reinstecken, ohne das abzubrechen. So, wunderbar. steht er. Guck mal. Da ist er. Ne? Super aus. Mhm. Ja, vielen Dank an THQ für diese tolle Trophäe. Lohnt sich ja schon, ne? Ab und zu mal auf Gamescom rumzurennen, ne? Mhm. Und Sachen einzusammeln. Mhm. Gerade für Trophäen ist das natürlich eine super Sache. Mhm. Und ja. Hast du eine Community-Frage? Ja, habe ich. Wolltest du mal den Müll da entsorgen? Kann ich. Naja. Also. Gar nicht ignorieren. Da hat jemand, wir reden öfter mal über unser Wiki. Und der ist jemand, der weiß nicht genau, was damit gemeint ist. Firmeninternes Wiki oder das Wiki für die Spieler da draußen? Mich würde interessieren, ob solche Wikis von den Entwicklern selber kommen oder von fleißigen Spielern, die alles aus dem Code rausziehen, was geht. Was ist damit gemeint mit dem Wiki? Wiki ist erstmal Wikipedia. Ne? Das ist ein Ding, ja, Tool, womit man eine Datenbank, eine Informationsbank, eine Wikipedia-Bibliothek aufmachen kann. Unsere Wikipedia ist eine ein internes Wiki, wo wir unser Designdokument mehr oder weniger Designdokument erzeugen wir. Das ist aber lokal. Das kriegt niemand zu sehen. Auch die alten Dinger nicht. Nein. Die alten Designdokumente nicht. Das ist halt firmeninternen Zeugs. Die Wikis, die es draußen gibt, so wie
über unsere Spiele halt. Ein Fan-Wiki. Die das sind Wikipedia-Seiten und Datenbanken, die ihr als Spieler erstellt. So, ne? Und ja. Bei uns steht halt nicht drin, wo welche Pflanze ist. Bei uns steht vielleicht drin, wie welche Mission funktioniert, ja, wie welche Typen heißen und wie der Character Diamond ist und der Character Sheet und so weiter. Aber es ist das, wie es sein sollte. Wie es dann nachher ist, tatsächlich, das könnt nur ihr beurteilen. Ne? Das heißt also, wenn man sowas rausgeben würde oder öffentlich machen würde, naja, das ist halt schon irgendwie ein bisschen das würden wir nie tun. haarig, Das würde auch ein bisschen das Ganze entzaubern aus unserer Sicht. Ja. Und das soll es ja nicht. Das heißt also, die Fantasie und die Ideen, die ihr auch noch mit in unser Spiel reinbringt, die sind sehr viel wert. Und die machen daraus ein persönliches Erlebnis. Jeder spielt auch anders. Ja. Und diese ganzen technischen Details, die ganzen Quest-Details, Hintergrunddetails, die wir natürlich in unserem Wikipedia sammeln, die entzaubern unwahrscheinlich so ein Ding. Nicht zuletzt deswegen veröffentlichen wir es nicht. Darüber hinaus, warum benutzen wir ein Wiki intern? Das hat einfach eine riesengroße Errungenschaft, die wir vorher bei den, ich sag mal, Excel-Tabellen und Docs, die wir vielleicht vorher als Designdokumente hatten, den Vorteil, dass das Wiki mitlebt. Das heißt, jeder kann im Wiki arbeiten und wenn etwas verändert wird, dann ist das ein lebendiges Dokument, das sich dann auch mit ändert. Ich mache eine Quest, habe ich designt, ich mache die anders als jetzt, ich ändere das im Wiki auch und jeder hat es aktuell. Und das ist natürlich etwas Tolles, was so ein Wiki mit sich bringt. Das heißt, es kann verzweigen, ich kann irgendwie hier drauf klicken, irgendwie, was weiß ich, die Gottheit bla bla bla. Und wer ist denn die Gottheit bla bla bla? Klicke ich drauf, bin direkt auf der Wiki-Seite, die mir das erklärt und so weiter. Das ist natürlich für uns alle eine unwahrscheinliche Erleichterung, dann an diese Informationen zu kommen, wenn man so ein lebendiges, verzweigtes Dokument benutzt. Es erfüllt zwei Zwecke. Einmal eine Ideenfindung, Brainstorming, Vorlage zu erzeugen, um Daten daraus zu erzeugen und jemanden externes, wie zum Beispiel eine QA oder so, dann Zugang zu geben, damit so soll es gemeint sein, dann gucke ich mir mal an, wie es wirklich ist und teste das auch so. Ja. Das heißt auch eine Dokumentation gleichsam für interne Arbeitsabläufe. Davon reden wir. Auch damals, als noch Lösungsbücher gemacht wurden, hilft dieses Wikipedia zum Beispiel jemandem, der das Lösungsbuch erstellt, dann zu gucken, wer wann was, wo, warum irgendwie tun muss. Ja. Ist aber keine Garantie, dass das, was da drin steht, auch tatsächlich so im Spiel gelandet ist. Ja, nur wenn man fleißig nachgepflegt hat. Rückwärts auch wirklich das nachpflegt. So, ne? Da müssen die Blog-Einträge auch genauso heißen und so. Da muss man es immer an 2 Stellen pflegen und so. Und das kann schon mal passieren, dass da ein paar Differenzen drin stehen. So, wie würdest du so schön sagen, das Spiel ist dann die härteste Währung? Das ist die härteste Währung. Ganz genau. Gut, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis nächste Woche dann. Ne? Bis dann. Tschüss. Ciao. Ja, ich habe immer so ein Zucken im Auge hier. Kennst du das? Ja. Das macht mich wahnsinnig. Ja, da gehen die Nerven mit dir durch.